Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der nächste Hund in der neuen Videoreihe, unsere Hunde. Und hier und heute geht es um den Cane Corso Brutus. Ja, können Sie das hören? Also diesen legendären Marschgesang der römischen Legionäre, den kann ich immer vernehmen, wenn ich auf Cane Corso treffe oder über Cane Corso spreche. Der Cane Corso, man kann sagen, das ist mein Lieblingsmolosser. Ich mag diese Hunderasse wahnsinnig. Und der Cane Corso, um den es heute in diesem Video geht, auch das ist ein Hund, der mir speziell ans Herz gewachsen ist, denn ich habe mit Dirk, dem Besitzer dieses Cane Corsos, recht intensiv Kontakt, möchte ich mal sagen. Wir haben da mal Telefon miteinander gesprochen und als ich davor erfahren habe, dass er in Bayern lebt, dachte ich mir, hurra, jetzt kannst du hier im Dialekt losballern, denn Sie wissen ja, die Bayern und wir Österreicher haben da ähnlichen Dialekt vorzuweisen. Doch einige Sekunden nachdem das Telefongespräch gestartet ist, wusste ich sofort, da stimmt was nicht. Also ein Bayer ist das sicher nicht. Nein, Dirk kommt ursprünglich aus der Gegend rund um Düsseldorf und lebt jetzt in Bayern. Er besitzt nicht nur Brutus, er hat auch eine Dackel Jack Russell Mixhündin, die Fine, liebevoll von ihm Ziege genannt, und seit wir beide miteinander in Kontakt sind, haben wir uns auch manchmal auf den Begriff Banditin geeinigt, denn diese Hündin hat anständig Schliff und ist die unangefochtene Chefin zu Hause. Brutus hat er aus Rumänien gerettet sage ich deswegen, da es ihm dort absolut nicht gut ging. Der Hund war 10 Wochen alt, als er ihn geholt hat, und übersät mit Parasiten, ein Häufchen Elend. Sah alles nicht gut aus. Ich möchte aber zu Dirk noch kurz betonen, dass das ein Mensch ist mit unheimlich großem Herz für Hunde, der am liebsten die ganze Hundewelt retten möchte aus schlechten Verhältnissen. Ja, rettet er auch schon einige und hat schon einige Hunde besessen. Er verfügt über sehr großes Hundewissen und hat ein ziemlich gutes Händchen, was Hunde betrifft. Das habe ich schon mitbekommen in der Zeit, in welcher wir Kontakt miteinander pflegen. Ich sah viele Videos, wir haben sehr oft miteinander geschrieben, wir sind fast täglich in Kontakt miteinander. Ja, heute ist Brutus knapp 3 Jahre alt, also im Mai wird er 3 Jahre. Er hat knapp 70 cm Schulterhöhe und bewegt sich auf die 50 Kilo zu. Hier schrieb mir ein Gewicht von 46 Kilo. Der Hund ist noch nicht ganz fertig. Anatomisch möchte ich behaupten, also ich gehe davon aus, dass er in einem Jahr schon über 50 Kilo schwer ist, wird sich aber dann da in etwa einpendeln, denn Brutus ist ein Cane Corso, der eher in die sportlichere Richtung geht. Sie wissen schon, es gibt ja auch Vertreter dieser Hunderasse, die stellen absolute Tanks dar. Wir haben da hier in Bad Sauerbrunn einen schwarzen Rüden mit 70 Kilo Gewicht, ein Tank, der kommt auf Sie zu wie ein Wasserbüffel. In diese Richtung geht Brutus nicht. Doch das stört weder Dirk und mich ehrlich gesagt auch nicht. Denn viele Menschen, wenn sie vom römischen Legionärshund hören oder wenn sie von ehemaligen Kriegshunden hören, also von Hunden, die mit antiken Armeen unterwegs waren, stellen sich da Fleischkolosse von 70, 80, 90, 100 Kilo vor. Doch das war nicht so. Es mag in den römischen Arenen, in den Kolosseen spektakulär aussehende Vertreter von Hunden gegeben haben mit enorm viel Gewicht, um spektakuläre Kämpfe und Optik für die Leute bieten zu können. Ja, doch die Hunde, die mit den römischen Legionären auf den Feldzügen unterwegs waren, das waren alles arbeitstaugliche Hunde. Hunde, die laufen konnten, Hunde, die jagen konnten, die sich bewegen konnten. Also hier würde ich sagen, dass Brutus den Typ des antiken römischen Legionärshund mehr darstellt als viele dieser voluminösen Cane Corso.
Möchte ich mal behaupten. Also mir gefällt er sehr gut, er hat einen sehr typvollen Kopf. Er ist ein wunderschöner, dunkel geströmter Rüde, der allerdings ein Problem hat mit der Hüfte. Sein rechtes Hüftgelenk ist etwas ausgeschliffen, er hat also HD. Doch ist sie noch nicht so schlimm, dass man diese HD, diese Hüftgelenksdysplasie, wenn Brutus läuft, klar erkennen kann. Ja, ich sah Videos von ihm, wo man es schon merkt, aber scheinbar ist es noch nicht so schlimm, dass es den Hund wirklich schmerzt. Also zumindest zeigt er keine Anzeichen dafür. Aber wir wissen, Hunde sind sehr schmerzresistent. Ich hoffe, das verschlimmert sich bei Brutus nicht. Aber ja, also wie gesagt, Brutus ist im Mai 3 Jahre alt und es ist Folgendes zum Charakter dieses Hundes zu erzählen. Brutus ist jetzt mit diesen knapp 3 Jahren charakterlich noch kein typischer Molosser. Dirk hat mir oft erzählt, dass ihm eigentlich alles an Wach- und Schutztrieb fehlt. Er diesen nur manchmal aufblitzen lässt. Ja, wir gingen da ins Detail. Ich hörte mir viele Dinge an, viele Situationen, in welchen er auf eine Art und Weise reagierte, wie sie eigentlich nicht Molosser typisch sind. Ja, geklingelt hat es aber bei mir erst dann, als er mir gesagt hat, dass jeder Knochen Brutus lieber ist, als wenn eine läufige Hündin bei ihm vorbeiläuft und er wählen muss oder wählen kann zwischen läufiger Hündin und Knochen zum Knappern. Er würde sich jederzeit für den Knochen entscheiden. Da hat es dann für mich geklingelt. Also der Hund ist garantiert noch nicht erwachsen in der Birne. Garantiert noch nicht erwachsen in der Birne. Und aufgrund dessen, weil Brutus so friedliebend ist, ja auch anderen Rüden, auch pöbelnden anderen Rüden gegenüber oder fremden Menschen gegenüber. Und ihn läufige Hündinnen eigentlich nicht interessieren, meinte Dirk mal liebevoll, er wäre ein schwuler Pazifist. Ja, also wir sind beide nicht homophob, sicher nicht, ja, aber ja, wie sollen Sie das anders ausdrücken? Er meinte das natürlich nur in Spaß. Aber ja, ein schwuler Pazifist. Ich habe ihm gesagt, ja Dirk, obwohl er ein sehr hundefahrender Mensch ist, ja, lass ihm noch Zeit, der kommt schon, ja, charakterlich, der kommt schon. Und in letzter Zeit bekam ich immer öfter Meldungen von ihm, du Ronny, ich glaube schon langsam wacht er auf, denn da lässt er mal einen Wachtrieb aufblitzen, auch einen Schutztrieb aufblitzen und zuletzt hatte er Begegnung mit einem recht dominanten Labi, also einem Labrador, wo er keinen Schritt zurückgewichen ist. Ja. Also er dürfte schon langsam kommen. Es ist natürlich besser, wenn sich das Ganze in Grenzen hält, denn ich sage Ihnen was. Ja. Ich war schon in Foren von Cane Corso-Besitzer und ich habe mir da am Kopf gegriffen, denn jede zweite Besitzerin oder jeder zweite Besitzer hat davon geschrieben, dass ihr armer Junge oder ihre arme Corso-Hündin von dem Ridgeback oder von dem Schäferhund oder von dem Labrador oder von dem Pudel gebissen wurde und das und da. Ich dachte mir, was habt ihr alle für Hunde? Ja? Also es ist natürlich so, dass auch der Cane Corso recht lange braucht, um erwachsen zu werden. Aber ich sage Ihnen was. Ein erwachsener Cane Corso, wenn es der wirklich ernst meint, wenn es der bitter ernst meint, dann staubt es in alle Richtungen. Ja? Ist so. Es ist vielleicht besser, wenn man einen Cane Corso besitzt, der nicht alles bitter ernst meint. Das ist eigentlich auch nicht die typische Charaktereigenschaft eines Cane Corsos. Die typische Charaktereigenschaften des Cane Corsos, die bewegen sich in selbstbewusster Hund mit hoher Reitschwelle, der aber nicht ständig auf Zoff aus ist, der aber keiner Herausforderung aus dem Weg geht. Ausgeprägten Wach- und Schutztrieb besitzt, der auch starken Jagdtrieb entwickeln kann. Zum Glück ist hält sich auch der bei Brutus in Grenzen, denn ich sah schon Videos, wo etwa 150 Meter hinter Brutus 10, 15 Rehe herumliefen. Er beobachtete sie zwar interessiert, ja, war auch schon manchmal kurz davor wegzustarten, doch Dirk stoppte ihn da immer. Er arbeitet in diese Richtung auch sehr brav mit ihm. Und also hier hält sich der Jagdtrieb bei Brutus noch in Grenzen. Aber unterschätzen Sie nicht den Jagdtrieb, der in recht starker Form beim Cane Corso ausbrechen kann. Das war auch immer schon ein Jäger, der Cane Corso, als er noch als römischer Legionärshund fungierte. Erziehung. Der Hund ist unheimlich brav. Ich sah Videos, wo Dirk mit ihm unterwegs ist, ihm voranschickt, er fetzt übers Feld, ihn abruft oder zurückruft, reagiert sofort, setzt sich vor, kommt zu ihm, bleibt hier, geht auf Kommando, wieder weg und so weiter. Das ist ein Hund mit
sehr folgsamen Charakter, möchte ich mal sagen. Und vor nicht allzu langer Zeit war Dirk im Spital mit schwerer Grippe und andere Leute übernahmen Brutus in der Zeit und passten auf ihn auf. Und auch hier habe ich erfahren, dass diese Leute, die ihn in Pflege nahmen, absolut begeistert waren vom Charakter dieses Hundes. Das ist für mich hat er einen wundervollen Charakter. Und ich bin mir sicher, dass dieser typische Cane Corso Wachtrieb und Schutztrieb auch bei Brutus noch ans Tageslicht kommt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich bin mir sicher, dass er noch 2, 3, 4 Kilo zulegen wird, obwohl ihm diese knappen 50 Kilo, die er jetzt besitzt, sehr gut stehen. Ich bin mir sicher, dass er noch etwas ernster wird und in Zukunft dann auch Herausforderungen von anderen Rüden nicht mehr ausweichen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Im Großen und Ganzen ist es ein wunderschöner Hund. Ich habe was vergessen, er ist nämlich auch der beste Freund eines Continental Bulldogs, und zwar vom Continental Bulldog Leo. Das ist ein 7-jähriger Conti, den Dirk zum Spazierengehen mitnimmt, weil die Besitzer dieses Contis, ein älteres Ehepaar, mit dem Hund nicht mehr gut zurechtkommen. Dieser Conti hat recht viel Dampf, ist sehr dominant, hat ziemlich viel Schliff, also eigentlich völlig konträr zum erwarteten Rassestandard. Das haben wir schon mal gesprochen. Doch Leo, Brutus und die Ziege sind ein Herz und eine Seele. Die Banditin, die Ziege, ist allerdings die unangefochtene Chefin. Das wird von den beiden Rüden respektiert. Die beiden Rüden lieben sich, spielen miteinander, geben Vollgas, wobei Dirk hier immer aufpassen muss, wenn ihm fremde Hunde begegnen, weil der Conti hier ziemlich kantig werden kann. Ja, also mein Gesamtfazit zu dem Hund ist, er ist ein wunderschöner Cane Corso, der geistig noch in den Kinderschuhen steckt. Bin ich mir ganz sicher. Also in einem Jahr, das garantiere ich Dirk, in einem Jahr sieht der Hund charakterlich schon völlig anders aus. Wobei ich es schade finden würde, wenn sich der Charakter zu sehr in die seriösere Richtung entwickeln würde. Denn irgendwie passt ihm das alles. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass Brutus in einem Jahr charakterlich so gefestigt ist, dass niemand Dirk etwas antun kann, ohne dass Brutus hier protestiert, effektiv protestiert. Also davon gehe ich mal aus. Ja. Also das kommt bei 99% aller Cane Corso durch. Er ist ein sehr typvoller Hund, der mir sehr gut gefällt, vom Gebäude her. Schon gut, wenn er nicht zu schwer wird, und ich werde ihn mit Sicherheit noch längere Zeit beobachten, seinen Werdegang beobachten. Denn Dirk ist mir mit seinen Hunden schon etwas ans Herz gewachsen. Denn, habe ich auch vergessen, die Ziege, die Banditin, die wurde vor kurzem erst operiert am Auge, wurde ihr ein Auge entfernt aufgrund einer Krankheit. Aber die hat das auch gut überstanden. Ja, alles in allem ein toller Molosser, ein schöner Molosser, der aber noch nicht ganz erwachsen in der Birne ist. Liebe Grüße, Dirk. Du wirst mir sicher bald wieder schreiben, wir werden sicher bald wieder miteinander unterhalten. Du kannst stolz sein auf deinen Hund, auf deine beiden Hunde. Und ja, viel mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und Sie können mir gerne auch Info Ihres Hundes schicken auf meine E-Mail-Adresse. Die finden Sie am Ende der Kanalinfo. Schicken Sie mir Informationen, Bildmaterial zu. Ich präsentiere auch gerne Ihren Hund. Egal welche Rasse. Egal ob Rüde oder Hündin, kastriert oder nicht kastriert, völlig egal. Wenn Sie wollen, schlagen Sie zu. Hat mich sehr gefreut. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.